Herzlich willkommen im Namen von Handelsblatt Journalismus Live zu unserem heutigen Deep Dive Plattform und Open Banking im Rahmen unseres digitalen Bankengipfels, und ich darf Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zugeschaltet sind und dass wir zusammen das zukunftsweisende und sehr praxisrelevante Thema Open Banking und Plattformen beleuchten und gemeinsam diskutieren werden. Wir haben eine Stunde für Sie vorbereitet und natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Programm mit spannenden Speakern und Experten, die wir Ihnen gleich in Folge vorstellen. Vorab gern an Sie noch die Information: Sie sollen sich natürlich auch live mit einbringen. Das heißt, während des gesamten Deep Dive Webinars haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen an unsere Experten zu stellen und über das Panel, was Sie vor sich sehen, Fragen in der Taskleiste uns zuzuschicken. Wir werden diese innerhalb des Programms natürlich aufgreifen und an die Experten stellen und versuchen, möglichst all Ihre Fragen zu beantworten, und freuen uns auf den gemeinsamen Austausch zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich darf ganz herzlich begrüßen alle Expertinnen und Experten und auch Vorreiter, Pioniere und Vordenker, und darf für die Vorstellung unserer Agenda, denn was haben wir heute in der Stunde vor, ganz, ganz herzlich überleiten und auch begrüßen an Ihre Moderatorin Ida Karabasch, meine Kollegin vom Handelsblatt Live, und insofern the stage is yours. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Katrin. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie zuschauen. Ich finde auch, dass wir ein super spannendes Thema heute haben. Wir haben das ja im Rahmen des Bankengipfels schon ein paar Mal besprochen. Technologie ist definitiv ein Innovationstreiber und wird aber auch tatsächlich die Banken und die Bankenwelt stark verändern. Und deswegen freue ich mich jetzt über diese relevanten Themen Open Banking und Plattformen gemeinsam mit Ihnen zu sprechen. Wir haben spannende Teilnehmer dabei auf jeden Fall. Wir haben 3 wesentliche Programmpunkte. Zunächst wird uns Frank Uytenbogart, we've spoken about that before, how to pronounce his name, because he's going to speak in English, so I'm going to switch into German and English, like back and forward. I hope that's okay for all of you out there. You have to say your last name yourself in just a minute. Yeah, so he's going to have a presentation, and then we're going to have a Q&A, and obviously we want all of your questions. So there is a chat function. Katrin mentioned it before. Please ask any question you want and we try to answer them immediately. Dann werden wir wieder auf Deutsch wechseln und dann haben wir eine spannende Panel-Diskussionsrunde zum Thema Gehört Ökosystem die Zukunft und welche Hindernisse gibt es dabei? Und dann we're going to go switch back into English, and then we gonna talk about Yakup Sezer's way from a traditional bank to a digital Islam-conform neobank, which I think is super interesting because, to be totally honest, I have never seen a bank like this before, and I'm super keen to get to know your bank. So we're gonna start with you, Frank. Please do me a favor and please do say your name again, and then I'm very keen to hear all of your examples. You go. Yeah, thank you very much. Let me first share my screen, so we've got that organized. So Frank also, yes, you're also gonna explain, like Frank, what I didn't say, what I didn't mention yet. Frank is Regional Vice President Europe from Backbase, and I'm quite sure Frank, you'll also say 2-3 words to what Backbase is actually doing. Yeah, I will cover that as well. So thank you very much, and hello everyone. So my last name is, by the way, Uytenbogart, but you can just call me Frank, or in Dutch, Frank. So I would like to welcome you all to the what we call the neo-reality. And as an industry, we've been talking about it now for years. We've been talking about neobanks, we've talking about platforms, we've talking about open banking, blockchain, cryptocurrency, fintechs, cost-income ratios that are not under control, etc. But today it is actually real. We are in this neo-reality altogether. And it is like a massive disruption what is going on.
and for me, it's really excited to be in this industry at this moment in time. And I'm also very curious what will happen in the next few months, and how this all will evolve. And also COVID-19 unfortunately brought also immense disruption on top of this disruption, where branches have become less important. Digital channels were critical to do business. And in the next few months, few years, it will be clear, let's say, which bank is best prepared for this immense disruption. And I'm very happy to be in this in this session today to have a conversation about that and to have a dialogue about that. But also, if you look at, let's say, in the news, you know, on the one hand, for example, just recently, ABN AMRO announced that they would shut down their neobank called Money. Cerberus is, let's say, attacking the leaders of Commerzbank. But on the other hand, neobanks themselves are struggling with the low interest rates and to become profitable. And also on the other hand, like a bank like JP Morgan, they're closing down Fin in the US, but they're opening a new neobank next year in the UK. So there's a lot of things going on. And it's a really exciting topic. So today's topic of this session is about open banking and platforms. And I believe that these topics are instrumental for banks to be able to compete in this, let's call it, the neo reality. So my name is Frank. I work at Backbase, and we are in the business of digital transformation. So, for example, last year alone, our organization has contributed to at least 50 digital banking transformations, from retail banking to private banking, from large corporate banking to SME banking. And our software and services were used to quickly launch neobanks, but also to transform, let's call them the established banks, to become more agile and more modern. We have around 1,000 employees, of which 500 sit here in Amsterdam, that are focused on research and development. If you then take a step further, and if we're gonna talk about platforms, and if we're gonna talk about open banking, which is the topic for today, and from which I believe it is instrumental that banks understand and own that topic and able to compete in this new reality. Because if you look at, let's say, the neo reality, it is built on platforms. Platforms are the heart of, let's say, the neo reality. And platforms have transformed industry, and they have some unique characteristics. One, platforms are orchestrating value exchange. They connect supply and demand. And second, platforms are digital, asset light, so they scale globally at relatively low incremental cost. And that is also something I would like to share in the next few minutes. Platforms are also not only applicable, of course, to the financial service industry, because if you look at, for example, Spotify is dominating the music industry, Uber is dominating transportation, Netflix is dominating entertainment, and Airbnb is dominating accommodation. And that's also what's happening in the financial service industry. Also there, platforms are starting to dominate the financial service industry, and it's happening under our eyes. It is happening now. Let me give you 3 examples of that. One example is obviously WhatsApp. You know, slowly they start to move into financial services. So in Brazil, they recently announced payments. They start there, and it will definitely not be the end. Another example is the Apple Wallet. So I just made a screenshot of my Apple Wallet, and then suddenly also transactions are showing up there. So why would I go to my American Express app where I just go to the Apple Wallet? So basically Apple is taking over the engagement, with the client. And also another example, which was not really a famous company, and unfortunately what happened with Wirecard, it was also discussed earlier in this in the Banken-Gipfel. But Adyen is also having nowadays a market capitalization of over 40 billion euros. Just to put it in perspective, another very large bank like ABN AMRO has a market capitalization of, let's say, less than 4 billion euros. So you see also the potential of these type of companies that are based on a platform is much bigger than, let's say, the traditional banks. There are so much things going on. If we then take one step further,
And we look at, let's say, from my perspective, let's say there are 3 key elements for banks that they need to own in order to be able to compete in this new reality. And I believe that the first thing that they need to do is they need to be always human-centric. The user, whether it's an employee, a prospect, a client, everything you do, you should start always with the user into account. The second thing that you need to do is you need to always surprise your clients and your users with new innovation. And that's also what you see with Netflix and with Uber. Step by step, every time they release new functionality. You don't even notice it, but it's just going on. And clients and users are being surprised by that. Of course, you need a platform architecture that allows you to do so. And that is, let's say in a nutshell, what we believe that needs to be done to be competitive in this new reality. But of course, we also see that traditional banks and also the traditional banking model itself will not survive. And we see a lot of challenges there. And on the left, you see the current situation that still counts for a lot of these traditional banks. And it has 2 major issues. So this legacy, this channel islands type of setup. One, it cannot act as the foundation for a platform business. Lots of silos, lots of legacy applications, lots of duplication. And there is no customer 360, too much fragmentation. It doesn't scale. And the second thing is, it is very expensive. Challenges with modern platforms operate at half of the cost and they can just fail. So I think it's very likely that this traditional model will not survive. And in order for, let's say, banks to survive, then they definitely need to move to the right side of the picture really, really fast. Then let's move a little bit from platform into open banking. And typically what I see, if people speak about open banking, a lot of people start to talk about PSD2, Berlin standards, all these type of things. But actually open banking means so much more. It is also the ability to quickly integrate with others to further complement the offering. And that's something what these neobanks, we all know them, Revolut, N26, Starling, etc. What they're able to do, what they do is they start as a monoliner. They try to do one thing really, really well and gain, let's say, a set of clients. And clients that are really acting like fans. And then once that is successful, by having an open banking, by having a platform in place which allows them to mix and match, they expand, let's say, the products and the business that they're doing. So and they do that via smart partnerships. For example, for FX, they use TransferWise. For mortgages, for pension, they use PensionBee as an example. And for them, this formula is very simple. One, they own the platform. That also means, second, they own the engagement with the client. And thirdly, they can mix and match and have, let's say, a dominating position to choose the right vendor at the right moment in time and try things out. And that's also what they do. They are able to innovate fast. So just to summarize this, in the new reality, I think the business model of a modern bank is powered by a digital platform, a digital engagement platform that acts like the central hub. It aggregates value from your core systems, from fintechs, and from any other third-party system, banking, but also non-banking. And let's call this, let's say, the digital engagement platform. It creates a seamless experience to empower customers, and you are able to control the engagement, control the experience. You own it, it's yours. And of course, it offers human assist where needed. And this is also exactly how the big tech platforms like Uber, Netflix, etc. work. They own it and they are able to drive. They own the relationship with the client. And that is also questionable. You now see like the companies like Apple and Google, they are taking over this engagement layer. And will traditional banks move more like towards the core and just more like an administrative? It's very interesting what will happen in the next few months, let's say, next few years. So what Backlist provides is basically a platform like this, off the shelf, out of the box, allowing you to really own this engagement. And that is something we do, and is, let's say, the core of our business. Just to give you one example before we go to the closure of this introduction story. One example is, for example, take Discovery Bank in South Africa. It's a really interesting concept of variable interest rates. So the better you financially behave, the better your interest rates on, for example, your loan or your mortgage or your savings account. So it's a very unique concept. And they had two topics. One, they wanted to focus on the differentiator.
and not, let's say, focus on the one-on-ones. So what they said, we need a platform off the shelf so we can get there really, really fast, so that we can also focus purely on the differentiator, which they call financial vitality. And the second thing that they wanted to do, they wanted, if this would become successful, they wanted to be able to scale this globally. And that also means that the stack that they have now launched in South Africa, but they definitely have the intention to, if this is becoming successful, they roll it out to the southern part of the continent of Africa, perhaps also to China, perhaps to India, but basically globally. And that's also, Discovery Bank is owned by the Discovery Group, which is an insurance group. They've also done that same thing there as well. And we support this bank in order to get there. So it's a really interesting thing that they do there. Just to close, so we believe platforms are the future of any bank. I really believe it's the foundation, and I'm very happy to be in this call, and I would love to have an interactive dialogue with all of you if this makes sense to you, yes or no. So thank you very much. Thank you very much, Frank. I thought it was really interesting, and I have one pressing question, and I'm keen to hear what you say, because the first thing was that what you were talking about is that like platforms are dominating usually in whatever area they're in. Spotify is like dominating music industry. I don't know. Netflix is dominating TV industry. Meanwhile, you are offering a platform for multiple banks. How does that fit together? Like, do you think, like, because we are in the beginning, that like all of the banks should just try, or should they just sit back and wait and see who's going to be the biggest one in the end? Yeah, no, I think so. That is a strategical choice that a bank needs to make. Like, where do they want to play, and will they be the preferred app in the App Store? Will it be the first entry point? And I think it will be a very difficult fight for a lot of banks out there to really own the engagement, because are they able to continuously innovate? Are they able to scale? Are they able to be profitable? So what we do is we have a platform that scales, that has, let's say, that is on the level of neobanks, and allows them to quickly be able to move to that level of competition. Whether they're gonna win or lose, time will tell, but at least we try to do our best to get them on that level to be able to play in that field, because it's Champions League, especially on the digital channels. They're from all sides. The traditional banks are being attacked, so they need to keep on changing. I think that's the most important thing. But do you think like the market will consolidate itself? Like, probably not in the next like 2-3 years, but maybe in 10 years time we'll definitely see a consolidation. Or, and I'm gonna like take over the next question, which also came from the chat, where I'm super keen on hear all of your opinions. You don't have to also ask a question, you can just like voice your opinion, and then we're gonna go discuss that. Like, are we gonna see a consolidated market in like, let's say 5 to 10 years time, or are we gonna see a consolidated market in 5 to 10 years time, just because like solely like the players that are in the market already, like the platforms, let's say Facebook, Amazon, will have taken over banking, basically taken over private banking anyway? Yeah, I think on the one hand we definitely see a consolidation, because it will only be profitable if it scales in the end of the day. And you already see it. Take just a very niche, but let's say private banking, for example, because of the laws and regulations that are becoming more heavy, KYC, etc. Smaller banks simply can't survive, because they need to own, they need to maintain their systems, they need to get staff on board, and you need to have volume, especially with digitization. So the consolidation, which for example already happened in the Netherlands, but also what's now currently happening in Switzerland in private banking, I definitely see that going. On the other hand, in let's say 10 years ago, the barrier to entry, the financial services industry, basically build a bank, was very difficult. Of course, you need a lot of assets, but also the regulators were not really open for new entrants. You know, it was too risky. But now you see with PSD2, you see that it is becoming easier. And then the third side, also from a technology perspective, we really build banks, neobanks within, and we can go live with a first version within 7 months nowadays. Core banking,
card issuing and a front end for both clients as well as for prospects as well as for employees. So the barrier to entry is become lower. Of course, it's still high relatively to other industries. So on the other hand, I also see that there will be some niche players in certain fields. So there will be, I think it will be a combination of both, but I'm also not, I can't predict the future. I can try, but I'm also very curious what other people think of this. But do you think it's actually point, like, I'm obviously gonna like ask a question of the point of conversation and of the point of discussion. Do you think they'll stand a chance against Apple and Google? Interesting question. Yeah, so what you definitely see is that Google and Apple are big time investing in the financial service industry. You know, a couple of years ago, it was a surprise that they had a banking license. It's not anymore today. And also, if I open my phone and I open my card, they're not in the app of my bank anymore. They are in the wallet. And also the device, you know, the payments, everything, yeah, it's all being pulled away from the traditional bank. Of course, they're still leveraging on the back side, they leverage the bank for their core banking, but then perhaps bank will be pushed more like a processing engine. And I think the bank should not let that happen, because then it will be just a play on margin and on cost. And that's definitely not the place where you want to be. You want to be on the top engagement, because there you can create the value. And that's exactly what we try to do. We help banks to be able to create that value and to continuously innovate and to mix and match and to be modern. That's an exciting time. I can't predict the future, unfortunately. We're going to talk in future again, and then we see what happened. Like at the moment, thank you very much, Frank. That was really interesting. And it's actually the perfect follow-up or like pre-announcement for what's going to come next. Und ich werde jetzt wieder auf Deutsch wechseln, denn wir werden uns jetzt in unserer nächsten Diskussionsrunde mit der Frage beschäftigen, gehört Ökosystem die Zukunft und welche Hindernisse gibt es dabei im Banking? Und ich bin sehr froh dabei, zwei Spieler im Markt zu haben, die das sehr, sehr aktiv vorantreiben. Wir haben auf der einen Seite Cornelia Schwertner, die ist CRO von Finlieb Connect, und wir haben auf der anderen Seite Markus Dauber, er ist Vorstandsvorsitzender der Volksbank in der Ortenau, den Sie schon auch kennen, denn der hat beim Banken-Gipfel schon ein Best Case vorgestellt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Fangen wir vielleicht mit der Frage an, dass Sie für alle, die es noch nicht gehört haben, was Sie genau machen, und die Frage, gehört Ökosystem eigentlich die Zukunft, ja oder nein? Und ich würde mit Ihnen anfangen, Frau Schwertner. Gerne. Cornelia Schwertner haben Sie mich auch vorgestellt. Ich bin Geschäftsführerin und Chief Risk Officer von Finlieb Connect. Das heißt, ich betreue bei uns eher die Compliance, Security und Legal-Themen, aber habe eben deshalb auch sehr aktiv seit 2016 die PC2-Umsetzung in Deutschland und auch in Europa begleitet. Und da war das Thema Open Banking und Plattformen natürlich immer hochrelevant. Finlieb Connect selber ist ein B2B Open Banking Plattform Provider. Also wir verstehen uns auch selbst als Plattform und bieten eben Software an zu verschiedener Mehrwertdienste, die man auf Transaktionsdaten rund um Open Banking aufbauen kann, sind selber aber auch BaFin-reguliertes Zahlungsinstitut. Das heißt, spüren teilweise eben auch die Prozesskosten und Schmerzen, die auch Institute tragen müssen in der Praxis. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben es gerade im Open Banking-Bereich gesehen, dass ein Plattformansatz natürlich Dinge beschleunigen kann. Und persönlich gesprochen, wenn wir damals unseren Vorsprung genutzt hätten, den der europäische Markt hatte im Umfeld Open Banking, wir waren da absoluter Vorreiter im weltweiten Vergleich, haben uns aber leider stattdessen in Diskussionen wiedergefunden, weil der Markt oder auch das Bewusstsein auf Bankseite dafür eben noch nicht geschaffen war, dass es letztendlich zur PC2 kommen musste. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre und wir von Beginn an mehr Plattform, mehr zukunftsorientiert gedacht hätten, wären wir heute auch weiterhin oder wären wir schon weiter, und hätte sich der Prozess nicht so lange hingezogen. Ich glaube aber auch, dass Plattform nicht gleich Plattform ist. Frank hat einen sehr guten Punkt, dass sich die meisten Plattformen entwickeln, indem sie sich zunächst auf den Nutzer zentrieren und Fans entwickeln. Und ich glaube, das müssen eben Institute, etablierte Institute auch tun,
Sie müssen herausfinden, wer ist eigentlich mein Kunde, auf welchen Kunden möchte ich mich fokussieren. Ich kann nicht alles machen. Nicht jede Bank in Deutschland wird die breite Plattform anbieten können und muss daraufhin dann dedizierte Plattformstrategien entwickeln. Und ich glaube schon, dass es dort Nischen und Bereiche gibt, auch gerade im Umfeld Trust, Integrity, auch Sustainability, Nachhaltigkeitskonzepte, wo wir auch wiederum Vorreiter werden können im Vergleich zu den Big Techs, die ja durchaus auch hier und da mal in der Kritik stehen. Und ich glaube, da gibt es schon Plattformchancen auch für den europäischen Markt. Mhm. Ganz spannend, komme ich gleich nochmal auch drauf zurück. Herr Dauber, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, auch vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Markus Dauber, Vorstandsvorsitzender der Volksbank in der Ortenau, eine Universalbank im Südwesten. Die Ortenau ist der größte Landkreis in Baden-Württemberg und zugleich auch der industriestärkste hier am gesamten Oberrhein. Also wir sind eine Universalbank, die ja, alle Segmente bedient und das schon sehr lange. Seit 156 Jahren sind wir sozusagen erfolgreicher Markt. Und wir decken das ab, was sozusagen unsere Region hier bietet, nämlich den wirklichen Mittelstand. Wir haben viele Hidden Champions bei uns. Das ist also unsere B2B-Welt und wir haben etwa die Hälfte in unserem Geschäftsgebiet der Privatkunden, wovon wiederum die Hälfte auch Eigentümer unserer Bank sind. Also wir beschäftigen uns ja aufgrund der langen Historie eigentlich von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit den Veränderungen. Und natürlich bietet die fortschreitende Digitalisierung jetzt Veränderungen im Kundenverhalten und die Erwartungen steigen natürlich sich auch diesen Plattformen und auch der Digitalisierung weiter anzunähern und dort natürlich immer wieder auch Leistungen anzubieten, die uns vom Markt differenzieren. Und wie alle träumen natürlich auch wir und auch die genossenschaftliche Finanzgruppe davon, den nächsten Big Tech aus dem Boden zu stampfen. Das ist ein großer Anspruch und da kann ich Frau Schwertner nur zustimmen. Vielleicht sind da auch in der Vergangenheit tatsächlich Chancen für einzelne Segmente schon vertan worden und von der Seite macht es vielleicht auch nur wenig Sinn, jetzt zu versuchen, so etwas nachzubauen oder so etwas zu kopieren, sondern die Herausforderung wird sein, tatsächlich auch Segmente und Nutzen zu finden, der uns wiederum differenziert. Einige Beispiele wurden jetzt schon aufgerufen. Es gibt aber auch ganz spannende Differenzierungsmerkmale im B2B-Geschäft. Denn das Ganze ist bei uns Banken natürlich damit, ja, ich sag mal gleichzeitig den Anspruch, dass wir natürlich auch Geld verdienen müssen davon. Also wir haben kein Venture Capital, wir müssen sozusagen unmittelbar auch in kürzer Zeit ein EBIT erzielen. Das heißt also, diese vielleicht fehlende Innovationsspielwiese könnte sogar ein ja, gewisser Nachteil sein, wenn man jetzt aus der Bank heraus versucht, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und kann das nur unterstützen. Ich glaube auch, dass künftig weniger ja, Prozesse und Produkte zur Differenzierung beitragen werden, sondern dass wir uns vielleicht nochmal auch spannend mit den Grundprinzipien ja, des Geschäftsmodells eines Ökosystems auseinandersetzen müssen. Was macht das eigentlich aus? Und man ist sehr schnell bei dem großen Begriff der Ökosysteme. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ökosysteme in dieser Welt, tatsächlich digitale Ökosysteme. Und es verschwimmen sehr oft, sage ich mal, die Begriffe Plattform, Ökosystem, Digitalisierung. Das wird oftmals sozusagen in einem Satz abgefrühstückt, aber das sind ganz große Begriffe. Und vielleicht können wir uns auch im Laufe des Interviews nochmal darüber austauschen, ja, was sind eigentlich die Grundprinzipien von Ökosystemen und was sind natürlich die Aufgaben und die Chancen von Plattformen. In diesem Prozess stecken wir drin. Wir stecken auch deswegen da drin, weil wir, deswegen auch die Einladung am Banken-Gipfel in diesem Jahr, weil wir eine Besonderheit in unserer Bank mittragen. Wir sind einer der großen Zahlungsanbieter, kommend aus dem stationären Handel, haben eine ganze Unternehmensgruppe aufgebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wandern sozusagen mit dem Payment natürlich auch in die digitale Welt. Also wir haben einen eigenen Payment Service Provider in der digitalen Welt. Und auch sind einer der großen Acquirer ja, die Acquirer waren ja auch ein Schwerpunkt beim diesjährigen Bankengipfel. Und dort sind wir ein mittelständischer, aber sehr erfolgreicher und sehr nachhaltiger Acquirer in diesem Verbund. Und aus diesem Grund, aus dem Transaktionsbanking interessiert uns das Thema Digitalisierung natürlich besonders. Mhm. Herr Dauber, ich finde das total spannend und ich muss auch sagen, ich finde das ganz spannend, was Sie machen und ich finde auch den Hinweis, man braucht Leistungen, die einen vom Markt differenzieren. Das Gute an Plattformen ist, die skalieren relativ stark. Das Problem ist, wenn einmal jemand verstanden hat, wie diese Kundenbedürfnisse funktionieren, dann skaliert es halt relativ stark. Das bedeutet, dass dieser Markt dann relativ schnell besetzt ist. Nichtsdestotrotz haben Sie es, Sie haben es eben selber gesagt, verhältnismäßig kleine Bank, möchte ich sagen, die wir vielleicht nicht so im Fokus hatten bis jetzt, es geschafft, da offensichtlich eine Nische zu finden. Wie genau funktioniert es?
Ja, das, was Sie da beschreiben, ist eine Nische tatsächlich im Merchant-Geschäft wir kommen tatsächlich aus dem stationären Handel. Das heißt, wir begleiten den stationären Handel. Das ist im Prinzip unser sehr spitzes Zielsegment, was wir dort begleiten. Und in diesem stationären Handel in erster Linie Filialisten. Und dort besteht sozusagen die Differenzierung, indem man eine größere Tiefe von Anfang an in den Fokus genommen hat. Das heißt also, wir optimieren den gesamten Zahlungsprozess. Also nicht nur die eigentliche Transaktion, sondern die Leistungsstufe beginnt tatsächlich bei der physischen Kasse, bei der Software in der Kasse und endet über das Acquiring, über den Netzbetrieb, über das Clearing, endet in der Optimierung von Kassenvorgängen in der Finanz- und Warenwirtschaft. Das heißt also eine sehr hohe Tiefe und damit natürlich auch eine hohe Markteinflussbarriere, wenn jetzt jemand nur mit einem einzelnen Produkt und vielleicht in einen Beißkrieg auf unsere Kunden zugeht. Also uns zu verdrängen, ist dann tatsächlich eine wirkliche Migration für den Kunden. Und ich glaube, in dieser Tiefe zu denken, in dieser Tiefe der Leistungsbeziehung zu denken, kann eine Chance sein, auch gegen große Player am Markt tatsächlich auch sich dauerhaft zu differenzieren. Auch wieder spannend, würde ich jetzt irgendwie auch mit Ihrem Argument gerne nochmal diskutieren, Frau Schwertner, weil das Wertschöpfungstiefe dazu führt, dass man im Zweifelsfall höhere Margen hat, weil man einfach irgendwie so durch die höhere Wertschöpfungstiefe nicht so viel auch an Effizienzverlusten hat nach außen. Das ist jetzt, also das weiß man jetzt schon seit sehr langer Zeit. Das ist so ein bisschen das 101 der Volkswirtschaftslehre. Frau Schwertner, wie kommt denn das? Sie haben es gerade gesagt, wir hätten das eigentlich früher alles machen müssen. Wo hat es da gehakt? Ich glaube, es ist halt einfach, vielfach auch Überforderung. Ne? Es gibt super viele Möglichkeiten und ich glaube, in den letzten, sag mal, fast 10 Jahren haben wir uns eigentlich eher auf den Privatkunden fokussiert, wenn es darum geht, Banking zu digitalisieren. Wir haben aber jetzt gerade im letzten Jahr vielfach gesehen, dass im SMI und Corporate Banking auch Initiativen gestartet werden, dass das die nächste große Welle ist. Und ich habe mich am Anfang auch gefragt, warum eigentlich diese Reihenfolge? Weil eben die Wertschöpfung im Corporate-Bereich ja wesentlich größer sein muss als im Retail-Bereich, wo ja inzwischen der Kunde eigentlich erwartet, alles auf dem Silbertablett umsonst zu bekommen. Und habe mich auch gefragt und habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, es ist einfach die Komplexität. Ne? Wenn ich von der Digitalisierung im Corporate-Bereich spreche, das fängt beim Firmen-Onboarding an und hat dann eine unglaubliche, auch wieder Blumenstrauß an Möglichkeiten, auf den ich mich fokussieren kann, bis hin zur perfekten Blockchain End-to-End-Superlösung. Und ich glaube vielfach, dass einfach auch Institute dann da stehen und einfach echt ein Problem damit haben, sich dann darauf zu fokussieren, was ist denn jetzt tatsächlich die Antwort für meine Kundschaft und dann dabei auch zu bleiben bei dieser Entscheidung und das nach vorne zu treiben. Und manchmal sind es ganz kleine Dinge. Ich bin ja selber auch Firmenkunde sozusagen von Großbanken in Deutschland und wir würden uns manchmal ganz kleine Features, so der CFO wünscht sich ganz kleine Features im Online-Banking, die schon einen riesen Unterschied machen können. Und brauchen gar nicht die Superlösung, die vielleicht 5 Jahre dauert, sondern einfach simple Alltagserleichterungen. Ne? Und das ist, glaube ich, eine schwere Aufgabe, da die richtige Strategie zu finden, die mich vom Kunden nicht entfernt. Also ich muss den mitnehmen, ich muss den zeigen, ich mache Fortschritte, damit ich meine Kundenbasis behalte und gleichzeitig aber eben in der Zukunft zu steuern, wo ich auch nachhaltig eben meine Kundschaft auch ausbauen und skalieren kann. Das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Ich habe auch Respekt vor Herrn Dauber und glaube auch, dass es keine einfache Aufgabe ist, eine Bank in die Zukunft zu steuern. Ich will das trotzdem nochmal unterstreichen, was Sie aufgreifen, Frau Schwertner. Dieses Thema, die Kompliziertheit, Komplexität ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber die Kompliziertheit, die Variantenvielfalt, die wir ja auch in unseren Kunden vorfinden, also unabhängig von dem Zahlungsverkehr, finden wir das ja auch in unseren mittelständischen Organisationen. Diese Mittelständler sind derartig vielseitig und unterschiedlich. Das heißt also, die Chance der Standardisierung, überhaupt Standards durchzusetzen, über eine tatsächlich auch nennenswerte Tiefe, das ist also eine riesige Herausforderung. Es gibt Teilelemente und da helfen uns natürlich APIs und da helfen uns natürlich auch Digitalisierung im weitesten Sinne. Und dann sind wir aber noch weit weg von dem Thema, dass das eine Plattform ist und sind auch weit weg davon, dass das gar ein Ökosystem ist. Da drin steht vielleicht dann auch eine Chance, wenn man in dieser Kompliziertheit sich differenzieren möchte, dass man sich genau solche Segmente herausgreift. Denn dort macht natürlich eine hybride Strategie durchaus Sinn, eine digitale
Strategie, die tatsächlich Standards, sofern vorhanden, abdeckt. Und die gibt es natürlich. Onboarding-Prozesse hatten Sie als Beispiel genannt, völlig richtig. Das ist tatsächlich kompliziert, auch aus Grund von regulatorischer Vielfältigkeit. Aber es braucht, sage ich mal, auch ein tiefes Verständnis und diese Komplexität, die da drin steht. Dort hat der Mensch dann am Ende des Tages vielleicht eine Chance, tatsächlich dann auch dieses Projektverständnis zu gestalten und sich ein Stück weit darüber zu differenzieren. Also möglicherweise steckt eine Strategie oder eine Differenzierungsstrategie in der hybriden Welt. Dazu passt auch die Frage von unserem Zuschauer Christian Alpert wahrscheinlich. Welche Bedeutung haben Kreditplattformen für KMUs? Ist es Unternehmen egal, wer sie finanziert? Herr Dauber, ist es denen, Sie haben jeden Tag mit denen... Ja, wir haben mit denen sehr stark zu tun. Also ich sag mal, die relative Relevanz ist noch überschaubar, das muss man ganz klar sagen. Also im Vergleich zu dem, was ein Kreditgeschäft geht, ist in Deutschland, sage ich mal, vielleicht eine Handvoll relevante Plattformen, die überhaupt Nennenswertes haben. Wir sind mit allen vernetzt tatsächlich. Wir haben jetzt natürlich diese Prozessstrecken sehr genossen im Rahmen der Corona-Soforthilfemaßnahmen. Dort, sage ich mal, war eben eine hohe Standardisierung möglich. Ansonsten wissen wir ja auch, wie die Entscheidungsparameter sind, und Sie können natürlich hochstandardisierte kleine Gewerbekredite tatsächlich darüber abdecken. Das ist aber auch weit weg von dem Begriff der Plattform. Das ist im Prinzip eine digitale Antrags- und Abschlussstrecke. Was die Antragsstrecke anbelangt, sehr, sehr standardisierbar und sehr weit und auch gut ausgereift mittlerweile. Was die Entscheidungsstrecke anbelangt, das wird jetzt, sage ich mal, die Krise zeigen an der Stelle. Nach unserer Einschätzung, die da nochmal drüber schauen, haben eben auch die Entscheidungsparameter nur eine gewisse Trefferquote. Und wenn Ratingsysteme heute Powerstats von 2/3 etwa haben, dann wird jetzt sozusagen ein Stück weit auch der Stresstest gemacht werden, wie viele Unternehmen letztendlich ausfallen und wie gut die Prognosewerte bei der Entscheidung von digitalen Plattformen sein werden. Aber wir sind da in der Lernstrecke. Es ist grundsätzlich digitalisierbar, das halte ich schon für möglich. Aber ich glaube, dass wir hier gerade jetzt in der Anfangsphase noch eine Menge an Kreditausfällen sehen werden, die über die Plattform kamen. Ich möchte gleich auch nochmal über die Frage sprechen, die Sie am Anfang auch aufgeworfen haben. Was ist eigentlich ein Ökosystem und was ist eigentlich eine Plattform? Weil ich glaube auch, dass es da relativ stark durcheinander geht. Aber vorher habe ich noch eine drängendere Frage, die mir irgendwie auf dem Herzen liegt, weil Sie es eben auch gesagt haben, die Banken, die müssen ja Geld verdienen. Das ist klar. Sie haben gesagt, die Startups, die sind finanziert, aber auch die müssen Geld verdienen, weil die würden kein Geld kriegen, wenn sie nicht versprechen würden, dass sie irgendwann Geld verdienen. So, ne? Also geschenkt kriegt heutzutage kaum jemand Geld, also zumindest nicht langfristig. Ich fand das gestern ganz spannend. Wir hatten gestern auch einen Vortrag von TransferWise, die ja die Transfergebühren von Überweisungen ins Ausland relativ stark reduzieren können. Ist es nicht so, dass Banken auch eigentlich sich ein bisschen innerlich immer dagegen gesträubt haben, diese Produkte einzusetzen, weil sie einfach mit dem Geschäft, was sie machen, einfach hohe Margen gemacht haben? Die haben einfach auch sehr lange viel verdient. So, Frau Schwertner, was glauben Sie? War das so? Ist das Thema Geld verdienen und dass man jetzt vielleicht Margen kurzfristig, also geringere Margen hat, auch wenn sie dann vielleicht langfristig stärker skalieren, dass dann so eine Angst ist, dass das nicht funktioniert? Ist eine gute Frage, aber ich glaube, also ich habe es anders wahrgenommen, weil ich bin mit dem Finanzmarkt in Berührung gekommen, so in Zeiten der Krise 2007. Ja? Und aus meiner Sicht war es für viele Institute eben auch ein großes Thema, erstmal überhaupt durch diese Krise zu kommen und aus der Krise wieder irgendwo gestärkt hervorzugehen. Und dann kam noch hinzu, dass natürlich die regulatorischen Anforderungen immens gestiegen sind. Und ich habe Banken zuletzt, als ich Großbanken beraten habe vor meiner Fintech-Zeit, eher so wahrgenommen, dass sie sehr stark durch die Regulatorik geprügelt waren und auch wenig, ich sag mal, also da kam immer, wenn irgendwie die Idee kam, lass es uns doch pragmatisch so und so lösen, natürlich erstmal 10 Neins, aber wir müssen daran denken, wir müssen daran denken. Also ich glaube, sie waren halt einfach auch sehr eingefahren in dieser Zeit, was Denken angeht und hatten sehr viele Bedenken und konnten nicht einfach frei auf der grünen Wiese Use Cases entwickeln, wie das vielleicht ein Startup tun kann. Und mit dem Vorteil halt einfach nicht diese Erfahrung zu haben, was alles schiefgehen kann, die Erfahrung zu haben,
was letztendlich auch passiert, wenn ich nicht genug Eigenkapital habe etc. Also die sind weniger geprügelt gewesen und deswegen auch freier im Denken. Und ich glaube, das ist halt einfach immens auch den Markt belastet hat. Natürlich wird es auch Privatbanken gegeben haben, die das bisher nicht nötig hatten. Aber ich denke, es wäre zu schwarz-weiß, es ist darauf zurückzuführen. Herr Dauber, wie sehen Sie das? Sie haben eigentlich als Gruppe, haben Sie als genossenschaftliches Modell eigentlich auch nie Geldsorgen gehabt, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Also letztendlich müssen wir unsere Kreditfunktion wahrnehmen und ich sage da immer, nur wer Geld hat, kann am Ende auch eins verleihen. Und im Banking ist es längst nicht mehr so selbstverständlich, überhaupt eine gute Rentabilität und Ertragskraft zu haben, wie das die genossenschaftliche Finanzgruppe hat. Das ist ja auch beim Handelsblatt-Gipfel auch deutlich geworden dabei. Also da wird ja schon fast applaudiert, wenn da jemand sagt, wir haben keinen Verlust, gerade was die Großbanken anbelangt. Also das ist eher ja eine Selbstverständlichkeit, dass Banken selbstverständlich rentabel arbeiten müssen. Es kommt aber in der Tat, Frau Schwertner hat es richtig gesagt, auch aus der Rolle heraus. Das heißt, ich und meine Kollegen sind natürlich erstmal Treuhänder anderleuts Geld. Das heißt, wir reden hier sozusagen nicht über Privatinvestoren, die frei verfügen können, sondern wir reden erstmal über, im Fall der Genossenschaft, über Kapital, was die Mitglieder uns zur Verfügung stellen oder überlassen über entsprechende Rücklagenbildung. Und von der Seite haben wir erstmal die rein juristische Rolle eines Treuhänders, natürlich in Form eines Vorstandes, der auch unternehmerische Aufgaben hat. Und selbstverständlich investieren wir natürlich auch in, sag ich mal, in das Fortkommen. Ansonsten könnten Sie eine Geschichte von weit über 150 Jahren ja gar nicht erklären. Es gab schon immer Herausforderungen und die waren nicht nur technologischer Art, aber sie sind eben auch technologischer Art. Und natürlich gibt es im Verbund und dieses Thema, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Natürlich legen wir große Beträge zusammen, um die digitale Transformation für die Gruppe hinzubekommen. Wirkliche Differenzierung schaffen sie aber, wenn es Offenburg da vielleicht eine Besonderheit ist oder die Volksbank in der Ortenau, schaffen sie natürlich nur, wenn sie das auch selber noch mal probieren, darüber hinaus, so wie bei uns eben zum Beispiel der Zahlungsverkehr oder auch andere Beteiligungen, die wir zeichnen. Und in diesen Beteiligungen schaffen wir uns natürlich Zugang zu Technologie, also dieses Thema Kooperation und strategische Kooperation über Beteiligungsengagements. Einmal Zugang zu Technologieverständnis und zum anderen natürlich auch Zugang zu neuen Kundengruppen. Und die dann wiederum gut zu orchestrieren, das sehe ich als eine Aufgabe, die wir als Bank gut leisten können. Und dann sind das oftmals gar nicht die Millionenbeträge, die man da zunächst verbrennen muss, sondern oftmals ist es schlicht und ergreifend das unternehmerische Engagement. Und am Ende auch, sagen wir mal, Leute in der Organisation, wir haben 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das natürlich, sagen wir mal, vorantreiben, die auch mit einer gewissen Begeisterung, ähnlich wie in einem Start-up, natürlich genau Lust daran haben, diese Modellinnovation und dieses Vorankommen dann auch zu gestalten. Ne? Denn das Ganze funktioniert bei uns am offenen Herzen. Also wir haben hier keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sondern wir machen Run, Change and Create sozusagen irgendwie zwischendurch gleichzeitig an der Stelle. Und das ist durchaus eine Herausforderung, das alles gleichzeitig in so einer mittelständischen Organisation auf die Kette zu kriegen. Wir laufen so ein bisschen der Zeit hinterher, aber ich möchte trotzdem noch 2, 3 Fragen stellen. Und auch das haben wir beim Banken-Gipfel gesehen, auch das ist vielleicht ein bisschen Tradition beim Banken-Gipfel mittlerweile. Dann lassen Sie jetzt noch ganz kurz die Frage beantworten, was ist ein Ökosystem, was ist eine Plattform? Haben Sie dafür 2 kurze Antworten? Ich fange wieder mit Ihnen an, Herr Dauber, weil Sie nämlich die Frage aufgeworfen haben. Differenzierung Ökosystem-Plattform. Naja gut, ich meine, bei der Plattform ist völlig klar, eine Plattform zeichnet sich zunächst mal dadurch aus, dass die Plattform beide Marktpartner orchestriert, das ist eine richtige Orchestrationsfunktion und natürlich die Daten von beiden hat und im Prinzip optimal miteinander mappen kann. Dann wirken natürlich auch die ganzen Data-based Geschäftsmodelle schlicht und ergreifend durch ein sauberes Mappen der Daten, der Nachfrage und der Anbieter. Die Bankfunktion ist da eigentlich, sage ich mal, nur ein Element, nämlich am Ende des Tages die Abwicklung der Transaktion, also eher ein Sekundärbedarf. Ne? Der Primärbedarf findet ja in der Realwelt Gott sei Dank noch statt und die Transaktionsfunktion, manchmal auch eine Finanzierungsfunktion, das ist sozusagen eher ein Sekundärbereich. Das machen Plattformen dabei. Ökosysteme sind ja viel komplexer. Ökosysteme bestehen dann die können aus einer Menge von Plattformen bestehen, die in einem Kontext, vielleicht in einer Branche, eine Lösung bieten an der Stelle. Das ist die ganz große Kunst, sage ich mal, wirklich dann Plattformen noch so miteinander zu vernetzen, dass im Prinzip noch ein ganzheitlicher Nutzen entsteht. Und wie gesagt, Ökosysteme kennen wir ja aus der Natur. Das sind also Beziehungsgeflechte zwischen den Partnern und zwischen den Beteiligten. Und das können jetzt in dieser Welt, wenn wir über digitale Ökosysteme reden, sind es eben, ja, das klassische Vorbild ist Google, die letztendlich ganz, ganz viele einzelne Anwendungen haben, die dann am Ende zu einem Gesamtökosystem
zusammengeführt werden. Oder Apple ist das klassische Beispiel. Davon gibt es aber außer bei den Big Techs meines Wissens weltweit ja, vielleicht eine Handvoll, die überhaupt da relevant sind. Das bedeutet aber, wir reden jetzt viel über Plattformen. Frau Schwertner, müssten wir nicht irgendwie viel stärker nochmal das Thema Ökosysteme dann in den Vordergrund rücken, weil, ne, genau, also die Big Techs sind deswegen stark, weil sie ein Ökosystem haben, nicht nur eine Plattform. Das ist wieder das Stichwort Fokussierung. Ne? Ich kann das Beispiel Ökosystem bei uns in der Finlieb-Gruppe ganz gut spielen. Wir haben, der Finlieb hat in der Vergangenheit 17 Ventures gegründet, die sich ja alle in dem Fintech-Umfeld bewegen und hat zusätzlich Akquisitionen gemacht. Und wir schaffen es halt dadurch, dass wir uns auch ja, Chancen oder Opportunitäten zuspielen, gemeinsam zu wachsen in einem Ökosystem, weil es verschiedene Ventures gibt mit verschiedenen Lösungsansätzen, wo wir gemeinsam ja auch irgendwo ein Stück weit uns ergänzen. Finlieb Connect als Plattform dazwischen würde gerne sich mehr in eine klassische Plattform, wie es Herr Dauber erklärt hat, entwickeln. Zum Beispiel dadurch, dass Banken nicht nur ihre, ich sag mal, Zwangs-PSD2-APIs anbieten, sondern zum Beispiel auch Premium-Modelle anbieten und wir dazwischen gelagert eben dies auch weiter vertreiben können. Und ich glaube, es braucht beides und ich glaube, es sollte alles nicht immer zum Selbstzweck gemacht werden oder weil jemand auf eine Präsentation schreibt, Plattform oder Ökosysteme ist der neue heiße, muss ich das jetzt machen, sondern wie gesagt, ich muss mich darauf fokussieren, was will eigentlich mein Kunde, weil ich kann nur ein Produkt skalieren, was tatsächlich dann auch abgenommen wird und wofür vielleicht auch und gerade im B2B-Umfeld auch gerne bezahlt wird. Und das muss ich erstmal entwickeln, strategisch und mir Gedanken machen, was ich brauche. Und dann kann ich darum meine Plattform und mein Ökosystem bauen. Aber einfach nur blind sich Plattformpartner zu suchen oder auch Ökosystempartner zu suchen, wird halt nicht helfen. Das wird halt eher dazu führen, dass wir abgelenkt sind oder in die falschen Richtungen laufen. Oder letztendlich dann bei einem Google landen, weil dort die Allheillösung wartet. Genau, dazu passt auch noch eine Frage aus dem Publikum. Wer wird denn eigentlich Produkte anbieten, wenn alle darauf umgestellt haben, jetzt eine Plattform zu sein? Gute Frage. Also alle machen Plattformen, aber es wird nichts mehr gehandelt darüber. Ja, also fast eine lustige Frage an der Stelle. Also irgendjemand muss auch noch arbeiten und nicht nur managen. Das ist schon richtig, ja. Allerletzte Frage. Wir wollten über Hindernisse sprechen. Was sind Ihre Top, gerne kurz antworten, was sind Ihre Top 3 Hindernisse für die Ökosysteme der Zukunft? Frau Schwertner, Sie fangen. Ich glaube, technisches Verständnis auf regulatorischer und Aufsichtsseite ist ein großes Thema. Das heißt, dass wir uns auch gemeinsam mit der Aufsicht im Markt entwickeln müssen, was technisches Verständnis angeht. Wir haben es vielfach erlebt, dass ja auch Lobbyismus ausgenutzt werden kann, einfach weil das technische Verständnis fehlt. Ich glaube, da müssen wir aufholen, um eben in Europa weiterhin erfolgreich auch digitale Finanzprodukte bauen zu können. Und wahrscheinlich eben auch immer noch der laufende Mind-Change auf etablierter Bankenseite, eben zu sagen, beispielsweise, ja, ich habe jetzt die PSD2-API, meine Pflicht-API gebaut, ich packe jetzt die Kür oben drauf, dass das eben vielleicht bei der nächsten Welle eben gleichzeitig gemacht wird und nicht zeitversetzt, sondern von Anfang an ein Gesamtpaket angestrebt wird, was eben den Endnutzer im Blick hat oder meinen Kontoinhaber und nicht Angst vor dem Drittdienstleister dazwischen. Danke sehr. Herr Dauber? Ja, also ich würde sagen, dadurch, dass im Prinzip Banking für sich genommen keinen wirklichen Realnutzen stiftet, brauchen wir, sage ich mal, mehr Partner, die sich zusammentun und tatsächlich, sage ich mal, eine größere Tiefe der Leistung erzielen können. Banking alleine und Banking-Produkte alleine werden es aus meiner Sicht nicht schaffen, ein eigenes Ökosystem aufzubauen, sondern sie brauchen tatsächlich eine Anbindung an die Realwirtschaft. Das haben auch andere Bereiche gezeigt. Da können Sie die Automobilbanken nehmen, die dann irgendwie aus dem Thema Auto kommen. Also Mercedes oder VW haben ja nicht eine Bank gegründet, um Bankgeschäft zu betreiben, sondern um am Ende des Tages mehr Autos zu verkaufen. Und so brauchen wir jetzt, wenn wir eine Vorwärtsintegration machen, brauchen wir auch Partner auf der Realseite, die eben mit uns auf Plattformen gehen, die nach unserer Wertewelt sagen, ja, das ist eine europäische Lösung, ist uns lieber, wie die negativen Erfahrungen, die wir aus anderen Ländern sehen. Und von der Seite braucht es tatsächlich vielleicht auch eine mittelständische oder deutsche oder europäisches Verständnis zu sagen,
dass wir im Prinzip diese gesamte Wertschöpfungskette dann abstimmen, wo unsere Expertise eben im Banking liegt, gar keine Frage, in der Transaktion und Transformationsfunktion. Aber das für sich genommen halte ich für eine zu kurze Wertschöpfungskette, um tatsächlich ein Ökosystem, was Masse generieren kann, auf die Straße zu bringen und zu skalieren. Nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, die tatsächlich, sage ich mal, auch so eine Nische bieten. Das ist nicht nur unser Payment-Thema, sondern es gibt auch noch Bereiche in der Wirtschaft, die einen geringen Digitalisierungsgrad haben. Wir sind selbst beteiligt an einer, das sind im Moment noch Plattformen, ist noch kein Ökosystem, aber die Vision, da geht es um das Thema standardisierte Baustoffe, ganz was anderes. In dieser Welt machen wir die Payment-Funktion. Aber es gibt tatsächlich auch noch Bereiche, wo man tatsächlich nach Nischen suchen kann, wo man zunächst mal über einen Plattformansatz Kunden nutzen, Opportunitäten heben kann, die dann in der großen Vision vielleicht tatsächlich sogar nachher später dann ineinander greifen. Und danach zu suchen, das ist eine riesige Aufgabe. Für uns als Mittelständler natürlich immer das Thema, nochmal, so kannst du nur sagen, Run, Change und Create gleichzeitig zu tun. Es ist auch ein Ressourcenthema, es ist auch eine Frage sicherlich von Woman und Manpower und am Ende des Tages auch von Finanzen, das sozusagen gleichzeitig zu machen. Aber ich bin da nicht so pessimistisch, denn ich glaube, niemand möchte natürlich auch in jedem Lebensbereich monopolistische Strukturen haben, denn das erzeugen Ökosysteme natürlich. Ja? Also die Kundenschnittstelle abzugeben und natürlich in monopolistische Strukturen hineinzuarbeiten, das ist sicherlich eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, auch für alle Beteiligten und auch natürlich für Banken und auch andere Sektoren. Alles klar. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Sie sind auf jeden Fall auch auf der Plattform noch oder auch für Fragen erreichbar. Und wenn irgendjemand nicht jetzt eine Frage stellen möchte, sondern irgendwann anders, stellen wir den Kontakt natürlich auch gerne her. Ganz herzlichen Dank. Und wir machen weiter mit Yakup Sezer. Er ist jetzt auch zugeschaltet, Gründer und Geschäftsführer von Insha. And we're going to have the discussion in English. I think you have like, let's say, different bank to what we used to, at least here in Germany. You have a digital Islam conform neo bank. What does that mean? When you say like this, it looks a little bit chaotic and understandable, but actually Insha, yeah, it's a digital banking solution, by the way. It's just like N26, just like Revolut, just like Monzo, just like the others. Just we are providing a debit card, providing a debit, a basic current account, and additional transfer services, and additional saving and money transfer services, etc. So it's a, when you look at the technology side, it's a classical challenger banking solution. Okay, right now it's operating in Germany, and very soon it will be an European bank, and it will also operate in so many European countries. The differentiation point is a little bit our approach to doing business in the backside of the banking system. So when you get all the banks and all challenger banks or the whatever, all the banking system collect the money actually, and then use this money in different kind of projects. So collect the money side, it's okay. Just like all other banks, we are collecting money in our deposits. But in using the banks in a different kind of project, we are totally aligned with the Sharia compliant rules, Islamic banking rules. It means that we are protecting our deposits from interactions, any kind of interest-based transactions, any kind of unethical, unmoral, unwanted sectors, or invest in any kind of different industries. So in our industry, in our business models, we are just like providing the basic banking solution and plus additional lifestyle solutions for our customers, but the backside, the process side, is a little bit different. So it's a little bit more environment friendly, more sustainable friendly, more ethical friendly way of doing banking. This is the different system of Insha. And Insha is a, by the way, is a German initiation. So actually, this is an interesting example. A digital challenger bank. When you look at this window, it's a challenger bank, and the first one in Europe as being fully digital Islamic banking solution and integrating with Solaris banking infrastructure. And also, it's an interesting case in terms of open banking philosophy. So, and in this case, Germany leads an Islamic fintech,
an Islamic challenger bank or an ethical challenger bank. So, and it's also can be capture the whole European countries. Well, we start actually the Insha's journey because there are nearly, this was our first point. There are nearly 20 million Muslim population living in Europe, especially in Germany. So the interest-based banking model, actually, it's forbidden in the religion. So the Muslim communities, the subsegments, actually, they are totally care about their banking integrations, and because it's a little bit forbidden. Maybe So this is where we should start, because I'm quite sure a lot of Europeans are not super aware of why interest is a problem in the Islamic law. Maybe you can start there. Actually, it says that in religions. By the way, Insha, it's not about related to religions. This is just like a business. It's just like halal food. You can consume halal food, kebab or etc. They are halal for Muslim, and they are also delicious for all others. Just like that, the business model is just like this. Okay, so and we never position ourselves as a strictly Islamic banking solution. The interest is forbidden in religions because religion says to all Muslims, you need to earn your money by working and by your own struggles. Interest actually it means that you need to put your deposit in banks, and you are getting some profits without any kind of struggles or without any kind of examines or works. So it motivates us to earn money or to earn any kind of profit or any kind of value added, etc. Outcomes by your own selves, by working. So this is actually the philosophy of the interest. So it cuts so many unwanted problems in the economy. So it says that you need to work, and there must be some changing goods while you are working on your money or blah blah. For example, a crowdfunding system is just like very 100% example in Islamic finance. It motivates us such a kind of examples. But we have to say that like let's say at least European banks grown so big because of the interest rate that they took for lending money. No, actually, interest, the work, the process, creating interest, actually, it's forbidden. Yeah, return or any kind of additional return, it's not forbidden. In Islamic banks, we call it participation system. Yeah, you need to invest in money, any kind of projects, then you get your return. The rates, they will be the same. The process and the mentality is different. Otherwise, the loans, financing system, deposits, investments, insurance, they are all the same in all other kind of banking system. So, but you also say like you are a sustainable neobank in kind of the investments that you take. A lot of people have still got doubts that sustainable investments get you the same kind of return as other investments. What do you tell your customers, and what do you tell your investors? Why you're going to be a successful company? In sustainable ways, in terms of sustainability, actually, Insha creates such a kind of different investment options. In the normal banking systems, actually, there are some great deposits in central banks or in banks. So bank need to evaluate these deposits into some kind of projects or any kind of company. So we have some strong obstacles in this segment. So we cannot invest any kind of alcohol products. We cannot invest any kind of terrorism or any kind of unwanted or dirty business. We call it dirty business. So that's why our portfolio, investment portfolio, a little bit clear when we compare to others. In terms of sustainability, Insha leads such a kind of different, bright options to the customers. In return side, for example, right now we are working on an investment product and also a deposit product in Insha, a saving product. It's when you look at the ratios or the rates, it's much more higher than an ordinary German banks, because we are choosing these kind of investment projects and then
valuate the money, and then return it to our customers. Of course, right now I cannot give the numbers, exact numbers, but our returns rate at the end of this year, we will launch an ihnen, a participation account product in Germany and also in Europe, nearly 2 times higher, has 2 times higher return rate. It's an incredible number when you look at the German or when you look at the European industry. We are talking about minus interest rates. We have a question from the audience from Ansa Butt. The question is, how high is the demand after Islamic banking products and services in Germany? Actually, when we look at our customers right now, more than half of our customers are not Muslim. They are just ordinary German citizens. They are wanting digital banking solutions. On the other hand, yes, a majority, we know that because of our market research and our community response, the majority of the Muslim communities in Germany, if they are providing a better options and Islamic options or ethical options instead of their normal classical banking accounts, they say that we will choose these options. Right now, Insha is at the market nearly 1.5 years, so it's very young startup. One look at our growth rates, we can easily see that, yeah, we can get a higher impression from the sub-communities. So talking about ecosystems and platforms, how do you integrate platforms into your neobank? Actually, as Frank said, our first speaker said, we are a neobank, we are a challenger bank, and we know that open banking is the future of these banking systems. In terms of banking, so the products are incredibly limited. You are just providing, debit card, money transfer, blah, blah, blah. There are some 6 or 7 very strict product line. And additionally, you need to develop incredibly innovative products. So we, as a new startup or as a challenger bank, we don't want to develop our own products. I just want to, and also my focus and my expertise is managing my basic banking customers. So, and also I need some additional products, just like insurance, just like investments, just like saving, blah, blah, blah. So, and if there are some good players in the market, right now I am integrating with these players and I am getting their products and attaching Insha's mobile app and providing these services as a third-party provider to our customers. So open banking, it's a critical way of our future. We believe in this case. We have a marketplace right now. We are developing a marketplace for our retail customers, and right now we are about to finish our 3 integrations, and we will get our insurance products and credit products from third-party providers. I don't want to focus because these are very deep expertise businesses in terms of banking industry. So I just want to manage my customer relations. That's why we will integrate. We allow, by the way, open banking. And in Turkey, I am also I have a hard role in a Turkish bank, Albaraka. We are also managing Albaraka's open banking platforms, and just like Solaris Bank in Germany, also Albaraka is representing the same role in Turkey. Really, it's an interesting case. It's the future of banking. When you look at your core banking to additional fintechs or any startups, does not have incredible sources to invest there, to create their core banking products, blah, blah, blah. So we believe in this case, and we invest in our marketplace. We will keep investing in our marketplace and catching so many good fintech solutions and bringing these solutions to our customers. And also, it will be an interesting case and the first one in Islamic banking world that creating such a kind of integration products in their product portfolio. I want to finish with the last question that basically was the question also in the beginning. Are you afraid of Amazon, Google, or Apple, or one of the big tech players to take over your bank, either buying it out or just like completely take it? No, actually, it's impossible. They are tech companies, okay? Their business is not banking, and banking. I'm also a banker, nearly 10 years banker, and I'm coming from a classical banking background, so I know everything nearly about the banking side.
the technology, yes, of course, the cross point is technology, but technology business and creating some services in technology area is totally different from providing some service in fintech industry. In terms of Yakup Sezer, I do not afraid of this kind of actions because my focus is about innovation, and these tech companies will never catch the very sub-innovation categories in product line or any kind of banking product. So we are totally focused on creating a great experience and creating great innovative products, and we will launch in this year our products portfolio. So these are very different things. Yes, there are some interaction points, just like Apple launch its Apple Pay, Apple Wallet, blah, 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 blah. Yeah, it means that it's a distribution channel for my services. My cards can be added in Apple Wallet or Google Wallet, and my customers use my cards or my solutions within these technology giants. And but the core and the basics will still exist in our site. Thank you very much. It's good to hear that much optimism. I don't even know, I'm not entirely sure if I said it in the beginning, but you are the founder and CEO of Insha. Very good, very much good luck. You said you're gonna go over, you're gonna expand to Europe. So I'm gonna hand over to Catherine again, and I do apologize for taking a bit longer than we thought, but I thought it was also interesting. I could have just spoken a lot longer with each and every one of you, and I'm quite sure we're going to get the time to do that. So from my side already, thank you very much, and I'm going to hand over to Katrin again. Vielen lieben Dank für alle Experten und die spannenden Statements. Wir sehen alle nochmal live im Bild, und ein großes Dankeschön auch von unserem virtuellen Publikum, den Zuhörern und Zuschauern. Es war sehr spannend zu verfolgen, und ich glaube auch, das Thema Open Banking und Plattformen wird uns noch länger beschäftigen, aber es stecken auch viele Chancen drin, dafür das Banking der Zukunft zu gestalten und auch selber sozusagen es voranzugehen. Ich darf auch allen Zuschauern und Zuhörern nochmal unseres Deep Dives Plattformen und Open Banking sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und Fragen stellen danken. Wir hoffen, Sie haben viele Anregungen, Gedanken und Tipps mitbekommen. So rundet auch sozusagen der digitale Tag des Bankengipfels ab. Und natürlich können Sie auch den Deep Dive im Nachgang noch einmal in Ruhe anschauen. Wir haben es aufgezeichnet und werden Ihnen den Link in Kürze zuschicken. Es bleibt mir, mich im Namen von Handelsblatt Live noch einmal ganz, ganz herzlich zu bedanken, Ihnen allen einen schönen Tag zu wünschen, und ich sage einfach mal bis bald wieder, sonst spätestens auch beim nächsten Bankengipfel. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss, bis bald. Bye bye. Dankeschön.